Heute nehme ich euch mit auf meine Flüge von Hannover nach Helsinki in Finnland. Eigentlich wollte ich euch 3 verschiedene Flüge am Stück zeigen, aber es gab leider ein Problem mit der deutschen Flugsicherung, sodass 2 meiner 3 Flüge direkt gestrichen wurden. Wie ich aber nun doch ans Ziel gekommen bin und wie Lufthansa mich heile dorthin gebracht hat, das seht ihr jetzt im Video und wie viel Spaß ich an Bord hatte. Bis gleich! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mal wieder einen Flug für uns vorbereitet. Aber es ist natürlich kein normaler Flug, denn ich fliege heute von Hannover nach Helsinki. Aber nein, nicht direkt, sondern erst von Hannover nach München, von München nach Frankfurt und von Frankfurt nach Helsinki. Und ja, sind wir doch mal gespannt, ob das von der Zeit her klappt. Meine Umsteigezeit ist zum Teil sehr kurz. Ich habe jetzt schon eingecheckt und bin am Flughafen in Hannover. Hinter mir seht ihr das, da ist die Wartehalle. Und jetzt habe ich doch noch eine Stunde Zeit, weil es sehr schnell ging. Und jetzt setze ich mich noch ein bisschen in die Lounge. Dann sehen wir uns am Gate wieder. Bis gleich. Die Stunde Wartezeit ging ganz schnell vorbei. Ich konnte sogar zuschauen, wie unser Flieger gelandet ist und habe ein paar Fotos gemacht. Hey, hey. Ja, wir haben allerdings jetzt schon ein paar Minuten Verspätung. Zumindest ist der Flieger, der hier bereitgestellt wird, ein paar Minuten zu spät. 10 bis 15 Minuten tatsächlich. Das macht es natürlich sehr spannend, weil in München habe ich gar keine Aufenthaltszeit. Wenn ich dort lande, beginnt das Boarding. Aber jetzt nehmen wir erstmal den ersten Flug und ich zeige euch mal kurz, wie das hier aussieht an den Gates. Hier ist das Terminal A in Hannover und unser Flug geht von Gate A05. Wir sehen hier links A06. A05 ist ein kleines Stückchen weiter. Das können wir, glaube ich, nicht erkennen. Also die Abfertigung des Fliegers scheint hier gigantisch schnell zu gehen. Sobald er angerollt kam, kamen gleich die Gepäckwagen und der Tankwagen. Also die tun schon alles dafür, dass der Flieger pünktlich wird. Und von dort komme ich gerade runter. Die Lufthansa Lounges. Es ist recht außergewöhnlich, dass hier so eine lange Schlange am Gate steht. Sonst ist es immer schön leer. Aber wir laufen ja sowieso als erstes rein. Denn mit einem Business-Class-Ticket ist man immer als Erster drin. Es sei denn, es kommen natürlich Menschen, die Unterstützung brauchen, zum Beispiel Menschen im Rollstuhl. Flug gefunden, aber es steht noch nichts, wann er wirklich losfliegt. Wir sehen nur geplant, aber wann er wirklich losgeht, wissen wir leider noch nicht. Das Boarding kann noch ein bisschen dauern, weil hier gibt es das sogenannte Pre-Boarding für Leute, die halt Unterstützung brauchen. Hier sind 2 Leute, die im Rollstuhl sitzen und die müssen natürlich als erstes ins Flugzeug rein. Nun sitze ich gemütlich auf meinem Platz. Heute fliegen wir mit einem A320, der erste Flug. Da, A320. Unter uns wird fleißig gearbeitet. Da werden die Koffercontainer hin und her gezogen. Es ist ja noch ungewiss, ob ich meinen Anschlussflug nach Frankfurt erreiche, aber der eine Steward, der muss auch zu dem Flieger. Da können wir zusammenlaufen. Hier seht ihr noch einen kleinen Überblick über die Business Class. Wir haben heute 5 Reihen, A4 Plätze. Meine Damen und Herren, wunderschönen guten Tag aus dem Cockpit. Mein Name ist Thomas Kleber, ich bin der Kapitän auf Da ist das Business Class Schild. In diesen Kurzstreckenfliegern ist es so geregelt, dass man in der Business Class immer den Mittelplatz frei hat. Den seht ihr da. Der ist frei. Und da kam schon die schlichte Nachricht. Mein Flug von München nach Frankfurt wird gecancelt. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Wir sind ja noch nicht mal in der Luft. Ich bin ja noch nicht mal in München. Jetzt kam eine richtig schlechte Nachricht rein. Das deutsche Luftsicherungskontrollsystem ist ausgefallen. Gerade geht gar nichts. Angeblich dürfen wir in einer halben Stunde losfliegen. Ja, man hofft drauf. Also aus 3 Flügen wird heute definitiv nichts. Mit ziemlich genau einer Stunde Verspätung geht es nun aufs Rollfeld. Genießen wir gleich den Start. Da ist die Startbahn. Und los geht's.
ging flott. Genießen wir noch ein bisschen Hannover. Was ihr bei den Lufthansa-Kurzstreckenfliegern beachten müsst, ist, sie haben keine Steckdosen. Das heißt, ladet eure Handys oder Kameras oder Tablets vorher auf. Das sieht doch sehr schön aus. Stück für Stück steigen wir auf. Gleich müsste der Service beginnen, dann gibt es Frühstück. Wow, eine schön geschlossene Wolkendecke. Und hier seht ihr das Lufthansa Flynet. Da ist unser Flug. Um 12:15 Uhr sollen wir in München ankommen. Hier gibt es noch ganz viele Sachen zum Gucken. Podcasts, Zeitschriften und noch alles weitere. Aber ich mag am liebsten, schaut mal, Moving Map. Die finde ich schön. Da sind wir gerade in Hannover gestartet. Ja, und demnächst sollen wir dann in München ankommen. Hier oben sind noch ein paar Informationen. Es ist gerade minus 11 Grad kalt. Und wir fliegen 735 km/h. Kaum sind wir in der Luft, geht schon der Service los. Heute gibt es eine bayerische Platte. Aber erstmal Hände waschen. Das kleine Frühstück war sehr lecker. Und hier sind noch gebrannte Mandeln. Die hebe ich mir aber für später auf. Jetzt gibt's was zu trinken. Einen Winzersekt. Prosit! Lecker! Auch bei diesem Lufthansa-Flug gilt, ist man in der Luft, ist alles super. Weil das Team ist hier super freundlich, Getränke sind toll, man braucht nicht mehr auf das Getränk warten, die gießen sofort nach. Also wie jedes Mal, wunderbar. Wie ihr seht, neigt sich unser erster Flug dem Ende entgegen. Da ist schon München. Langsam geht's nach unten. Und da geht's runter. Eine scharfe Linkskurve. Jetzt haben wir gerade die erste Wolkendecke durchbrochen. Ein paar kommen noch. Ist schon beeindruckend, durch die Wolken zu fliegen. Und das in Schieflage. Das ist aber sehr wolkig hier heute. Da ist Regen. Oder es sind ausgepresste Wolken. Das kann natürlich auch sein. Nun geht's runter. Wir scheinen schon komplett gerade zu sein. Da seht ihr nochmal das Triebwerk. Deswegen ist es hier ein bisschen lauter auf meinem Platz. Da ist die Landebahn. Und oh, ui. Ganz sanft aufgesetzt. Sehr, sehr gut. Guckt mal, wir parken neben einem A380. Über den habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch. Ich bin nun gut in München angekommen mit knapp 1,5 Stunden Verspätung. Und ihr seht, mein eigentlicher Anschlussflug, der für unsere 3-Flug-Challenge notwendig war, wurde gestrichen. Also nach Frankfurt geht es schon mal nicht. Und dann der Flug von Frankfurt nach Helsinki, den bekomme ich natürlich nicht mehr, ist ja klar. Und jetzt hat Lufthansa mir direkt einen neuen Flug von München nach Helsinki gebucht. Nicht schlecht. Also so geht Lufthansa mit gestrichenen Flügen um. Sie buchen euch einfach gleich auf einen neuen Flug. Wunderbar.
Und jetzt muss ich doch mal gucken, wo denn unser Flug startet. Wir sind an Gate K22 angekommen und jetzt müssen wir zu Gate G02. Ich glaube, das ist im anderen Terminal. Na, dann geht's auf. Dann müssen wir bestimmt mit der Bimmelbahn fahren. Ach, da ist der Weg schon. Einmal zu Gates G bitte und später in die Business Lounge. Und so sieht's hier aus. Das Flugzeug war komplett voll, obwohl das nur so eine kleine Maschine war. Erstaunlich, wie viele Leute da reinpassen. Wir sind richtig. Ach ja, wie ich erwartet hatte, wir fahren Bimmelbahn. Einmal rechts runter bitte. Jetzt bin ich mal faul und nehme die Rolltreppe. Eigentlich würde ich ja laufen, aber ich habe heute frei. Das genieße ich. Und noch eine Rolltreppe runter. Seht ihr dort links die Glasscheiben? Da kommt gleich der Transferzug. Ja, wir sind richtig zu Gate G und H. Hier steigt man wohl aus und dort, wo es leuchtet, steigt man wohl ein. In 3 Minuten kommt die Bahn. Und wir sehen, wir sind gerade bei K angekommen und wir fahren eine ganze Haltestelle bis G. Da ist schon die Bahn. Ganz schön lang. Da kommen die Leute raus. Und hinein. Sitzen kann man auch, aber nee, gerade nicht. Da sieht man die gesamte Fahrzeit. Eine ganze Minute. Goodbye. So, 1 Minute Fahrzeit ist vorüber. Aber jetzt sind hier so viele Leute, da gehe ich doch lieber die Treppe. Da seht ihr die Bahn nochmal. Praktisch, nicht wahr? Fährt übrigens automatisch. Es ist kein Fahrer drin. Jetzt sind wir auf der Ebene, wo wahrscheinlich auch die Lounges sind. Also hier sind Gates. Wir suchen aber die Lounge. Guckt mal, wie voll das hier ist. Schaut mal, da drüben ist schon die Lounge. Na, dann mal rein mit uns. Hi Leute, bin wieder zurück. 2 Stunden warten in der Lounge, ging ganz schnell vorbei. Die hatten sogar ein Oktoberfestbierfass. Das war gut. Ja, jetzt gehe ich doch mal zum Gate. Ich bin noch ein bisschen früh dran, aber das macht ja nichts. Wir suchen Gate G02. Und hier seht ihr die ganzen schönen Geschäfte und wie schön der Flughafen ist. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh oh, wir sind erst bei Gate G23. Und das Boarding soll schon losgehen. Ich bin ein bisschen spät dran. Naja, egal, das schaffe ich schon. Oh, die First Class Lounge ist dicht. Wie schade, die war so toll. Richtung stimmt. Guck mal, wie lang das ist. Es ist noch kein Ende in Sicht. Und G02 wird am Ende sein. Diese Menschenbeförderungsbänder finde ich super. Da ist man so schnell drauf. Ich wollte mit euch ja eigentlich 3 verschiedene Lufthansa-Kurzstreckenflugzeuge angucken, aber es werden leider nur 2. Nee, nicht mal 2. Der nächste ist auch ein A320, genauso wie der Vorgänger. Schade. Geplant waren eigentlich A319, A320 und A321. Ja, nur der A320 bleibt übrig. Da ist unser Flug. LH 2464 nach Helsinki an Gate Nummer 02. Jetzt zeige ich euch noch den Überblick über unsere heutige, leider verkürzte Route. Wir starten im Norden von Deutschland in Hannover und dann geht es einmal Richtung Süden nach München.
Und schon sind wir in München. Von München fliegen wir dann ganz weit in den hohen Norden, über das Meer, bis nach Helsinki. Falls ihr gerade die Zahl gesehen habt, die 2 Minuten, das bedeutet, wie lange ihr bis zu dem Gate braucht. Also von dem Anzeiger sind es angeblich nur 2 Minuten. Oh, Gate 1 bis 4 sehen so danach aus, als wenn man mit dem Bus fahren muss. Gate gefunden. Scheint noch alles pünktlich zu sein. Jetzt habe ich gerade 2 gute Nachrichten und eine schlechte Nachricht erhalten. Die erste gute Nachricht ist, unser Flieger steht schon da. Die zweite gute Nachricht ist, kein Bus fahren. Wir haben ein Gate. Und die schlechte Nachricht ist, es ist noch kein Reinigungspersonal und noch kein Catering im Flieger gewesen. Das heißt, wir werden noch mal eine halbe Stunde warten müssen. Oh super, geht doch schon los. Ab in den Flieger. Oh super, geht doch schon los. Ab in den Flieger. Eine Rolltreppe zum Flugzeug, okay. Und so sieht der Gangway aus. Regen in München. Und hinein. Guckt mal, so sieht der Flieger aus, in ganz leer. A02 nehmen wir. Die Business Class ist noch komplett leer. Schauen wir uns das an. Seht ihr? In der Mitte ist immer ein Platz frei. Ich sitze da rechts auf A02. Ob der A320 extra eng ist? Ich bin jetzt nicht allzu groß, aber guckt mal, hier ist eigentlich kaum noch Platz. Und da vorne seht ihr das Business Class Logo. In München ist es sehr ungemütlich. Wir haben 8 Grad und Regen. Aber in Helsinki ist es witzigerweise wärmer. Da haben wir 12 Grad und leichten Sonnenschein. Also müssen wir ganz schnell aus München wegfliegen. Guckt euch das mal an. Fast die ganze Business Class ist leer. Mit mir sitzen nur noch 2 Leute hier. Alles leer. Hammer. Haha, den Flug kann ich genießen. Hier seht ihr nochmal die Sitze aus einem ganz nahen Winkel. Und ja, so sehen die halt aus. Mittelplatz ist immer frei. Das gibt's ja nicht. Ich habe eine Menükarte bekommen, was ich alles bestellen kann. Okay, Menü, bayerischer Jausenteller. Ah, das klingt doch super. Backhändel ist auch gut. Maultasche ist auch gut. Ach, ich nehme den bayerischen Teller. Und hier danach Apfelstrudel mit Vanillesoße. Was haben wir hier? Achso, das ist auf Englisch. Getränke. Was haben wir da? Bitter Lemon, das ist alles alkoholfreies. Jetzt habe ich gerade eine Erklärung bekommen. Also der Jausenteller ist die Vorspeise und dann muss ich wählen aus Backhändel oder Gemüsemaultaschen. Natürlich habe ich das Backhändel genommen. Aha. Also viel besser kann der Flug nicht starten, ne? Leere Hütte, tolles Personal und cooles Essen. Aha. Gucken wir uns eine Lufthansa-Maschine von hinten an. Noch mehr Flugzeuge von hinten. Na, geht's gleich los? Wir haben schon eine ganz schöne Geschwindigkeit. Power! Und da geht's schon hoch. Keine halbe Minute. Stark. Verlassen wir das regnerische München. Wunderbar. Ab durch die Wolken. Hallo Wolken. Wir
wir sehen, sehen wir nichts. Ah, da oben ist das Ende der Wolken. Also wenn ich das richtig sehe, dann habe ich jetzt hier Internet, weil ich habe noch einen Flynet-Gutschein. Den habe ich mal gewonnen. Und hier seht ihr gleich die Landkarte. Da sind wir in München. Hier wäre Hannover, wo wir gestartet sind. Aber anscheinend fliegen wir dann direkt einmal hier hoch nach Helsinki. Gerade hat es ein bisschen geruckelt, aber jetzt ist wieder ruhig. Wie cool, dass ich Internet hier im Flieger habe. Weil es gibt gleich ein 3-Gänge-Menü. Und dann spamme ich einfach meine Freunde mit Nachrichten und Fotos. Der Server geht los. Ein heißes Tuch. Es soll zum Händewaschen und zum Gesichtreinigen sein. Ich fühle mich nun sauber. Also die Party kann starten. Campari und Winzersekt. Und hinein. Prost auf einen schönen Loungeflug. Das schmeckt gut. Und weiter geht's. Schaut euch das mal an. Apfelstrudel, ein bisschen bayerisches Essen, das ist glaube ich Krautsalat und Oberster. Und dann haben wir hier Hähnchen. Aha. Also ich hätte ja mit einem kleinen Snack gerechnet, aber dass die gleich solch ein Menü auftischen, man muss mir überlegen, wir fliegen ja gerade mal 2 Stunden. Aha, das wird ein Spaß. Der Apfelstrudel hat sogar noch Vanillesoße. Ich finde Vanillesoße super. Das Essen war so lecker und so viel. Ich brauche jetzt einen Mittagsschlaf. Aber das lohnt sich ja nicht, weil wir landen ja schon in knapp einer Stunde. Oh. Mittlerweile haben wir die Ostsee erreicht. Guck mal, wie schön blau es überall ist. Da ist der Himmel blau und da unten ist die Ostsee blau. Herrlich. Und es geht weiter. Wir sind ja durstig. Jetzt haben wir den Schloss Reinhardshausen Brutsekt. Also das Lounge-Equipment ist hervorragend. Tada! Ach, ich habe den guten Winzersekt gar nicht in pur probiert. Na, das holen wir jetzt nach. Prosit! Oh, der ist gut. Der ist nur leicht säuerlich und sehr angenehm zu trinken. Aha! Schaut mal, leckere Pralinen. Da ist sie. Was wir hier sehen, sind die Ostsee und schon Schweden. Da ist Schweden. Ich weiß jetzt auch, warum die Dame mir den Sekt hingestellt hat. Ich soll ihn austrinken, aber er ist noch zu über 2/3 voll. Das schaffe ich nicht. Man könnte jetzt denken, dass dort unten das Festland wäre. Das ist es aber nicht. Das ist auch wieder nur eine schwedische Insel. Hier ist alles voll mit diesen kleinen Inseln, obwohl die ist schon ein Tick größer. Dort unten beginnt Finnland. Sieht schon toll aus, diese kleinen Mini-Inseln. Aber jetzt kommt erst noch mal eine Ladung Wolken. Die Sonne ist hinter uns und da ist Finnland und hier geht's runter. Ist das nicht schön? Haha, so einen tollen Sonnenuntergang habe ich bisher noch nicht gesehen. Wahnsinn! Die erste Wolkendecke ist durchbrochen. Da oben ist sie. Jetzt ist keine mehr da. Jetzt haben wir nur noch den Boden unter uns. Und hier ist ganz schön viel Wasser. Die Mischung aus Grün und Wasser. Beeindruckend. Also von oben ist Finnland schon mal wunderschön. Alles grün und nur ganz dünn besiedelt. Oh, wir bremsen in der Luft. Und dort sind ein paar schöne Seen. Gerade habe ich das Klacken gehört. Unser Fahrwerk wird ausgefahren.
Oder besser gesagt, jetzt ist es ausgefahren. Den Rest der Landung genießen wir, ohne dass ich dazwischen quatsche. Wunderbar gelandet, sehr sanft aufgesetzt. Schade, dass ich gleich aussteigen muss. Die Crew war so super, das war ein sehr herrlicher Flug. Und hinaus! Jetzt habe ich mich noch mal ganz lieb vom Personal verabschiedet. Die Crew war wieder mal der Hit, so wie ich es von Lufthansa gewohnt bin. Da sind immer alle Crews toll. Also hier sind wir jetzt. Okay, wo gibt es denn unsere Koffer? Wenn mein Koffer überhaupt mitgekommen ist. Da, Baggage Claim, ich habe es gesehen. Dort rechts. Da müssen wir irgendwie runtergehen. Da ist das Schild, Baggage Claim. Na dann mal runter. Geht immer noch weiter. Also hier scheinen wir schon mal richtig zu sein. Hier sind Flugzeuge auf dem Boden. Sieht gut aus. Folgen wir dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob mein Koffer überhaupt mitgekommen ist. Meine 2 Flüge, wo der Koffer drauf gebucht wurde, sind hier gecancelt worden. Lassen wir uns überraschen. Einmal links bitte. Tür geht auf. Immer noch kein Baggage Claim. Also hier soll es rausgehen. Okay. Das funktioniert. Man muss wohl nur den Füßen folgen. Na, das sieht doch nach was aus. Oh, hier ist doch ganz schön was los. Wir wollen gerne den dort haben. Band 11. Ist noch ein bisschen weiter. Geht hier vorne bei 1 los. Ist aber schön hier. Gefällt mir richtig gut. Und hört ihr das? Es ist komplett leise. Ein Stück ist es noch. Ob das nun das letzte Schild ist? Ja, da ist Band 11. Guckt mal, was hier los ist. Nichts. Und nichts. Wie ausgestorben. Ach, guckt mal, was das Witzige ist. Ich sollte ja eigentlich mit dem Flieger aus Frankfurt ankommen um 17:25 Uhr. Und da hat tatsächlich einer seinen Koffer liegen lassen. Schaut euch mal die LED-Wände an.
Die sind sogar ums Eck beleuchtet. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Sehr stark. Unglaublich. Da hinten kommt tatsächlich mein Koffer. Haha, 2 ausgefallene Flüge und er kommt tatsächlich. Wow, das war ein aufregender Tag. Aber wer hätte es gedacht, er hat ein gutes Ende genommen. Ich bin gerade mal ein kleines bisschen mehr als eine Stunde zu spät angekommen. Und das stört mich halt gar nicht. Ja, was sagt ihr zu den Flügen? Der erste Flug ist ja Gott sei Dank erst nach einer Stunde oder noch nach einer Stunde losgeflogen, weil in Deutschland, in Frankfurt, die komplette Flugsicherung defekt war. Und ja, zum Glück hat Lufthansa mich dann direkt umgebucht auf einen späteren Flug direkt ab München. Meine 2 anderen Flüge wurden halt komplett gestrichen. Und ja, jetzt bin ich in Helsinki, habe einen ganz tollen Tag gehabt, besonders mit der letzten Crew im Flieger, obwohl die erste Crew auch sehr freundlich war. Für mich war das ein sehr toller Tag. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.